Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns heute den wunderbaren Brief des Lebens an. Sprich, ich versuche aus dem Kartenblatt die Funktion einzunehmen, die dir das übersetzt, als wäre es dein Leben. Ist natürlich eine Sache, da kann nicht jeder damit in Resonanz gehen. Das ist ja kollektiv, das muss ich immer wieder dazu sagen, leider. Ich benutze das Lenormand, der Naturflüsterer. Es kann da sein, dass ich die Kamera ein paar Mal korrigieren muss. Die Karten sind ein klein wenig größer. Ansonsten findet ihr alles, was ihr wissen müsst, in der Infobox des Videos oder in der Beschreibung. Und dann gucken wir mal und warten, bis die erste Karte fällt. Es sind gleich zwei gekommen. Ja, es geht hier so ein bisschen darum, Bewegung in sein Umfeld zu bringen, möglicherweise auch sich sein Umfeld so zu kreieren, dass man Grenzen setzt, ja, dass man bestimmt, wer macht wem wo die Tür auf, wo geht die Tür auch zu, für was oder wen. Also es geht hier sehr stark darum, um dein Umfeld, um deine Häuslichkeit vielleicht auch, um da, wo du bist, dass du dich da wohlfühlst. Möglicherweise bist du gerade sowieso dabei, darauf zu gucken, dass du dir irgendwelche Türen öffnest, die für dich mehr Harmonie mitbringen oder eine andere Stabilität. Wir selber liegen hier im Haus des Schiffes drin. Das heißt, wir folgen unseren Träumen, wir gucken auf unsere Sehnsüchte, wir kommen auch voran. Ich habe das Gefühl, dass das Leben uns hier zeigen will, dass man auch davor keine Angst haben muss, sich neue Türen zu öffnen und dafür auch kurze Wege zu nehmen. Man stellt sich dieses Folgen einer Sehnsucht oder eines Traumes immer als riesiges Ding vor. Hier liegt der Schlüssel im Haus des Klees. Das ist also im Alltagsglück, in den Kleinigkeiten des Lebens auf dem kurzen Weg zu machen. Im Prinzip bestätigt der Anker im Haus des Hauses auch das nochmal. Hier geht es darum, dass du dir die Dinge, die du dir erarbeitet hast, dass die dich von außen her tragen, dass dein Fundament dich nährt, dass du da, wo du bist, gut vor Anker gehen kannst. Möglicherweise suchen manche eine Lösung, die liegt näher, als wir denken. Ja, also hier wird auch gesagt, so, wenn sich irgendwas im Unklaren aufhält und du suchst und suchst und suchst und suchst und beschäftigst dich sehr, sehr viel damit, vielleicht auch schon dein Leben lang, das ist, ja, das liegt bei dir vor der Nase, also zum Greifen nahe. Und du kannst diese Sucherei hinter dir lassen. Also fokussiere dich vielleicht ja ein bisschen mehr auf das, was dich umgibt, statt in der großen Weite zu suchen. Das Leben, guck mal, hier liegt der Lebensbaum im Haus der Wolken und im Haus des Baumes liegt die Wolke. Also es geht darum, dass man sich nicht den Unklarheiten treu hingibt. Also sie nährt, sie nährt, sie nährt, sie nährt. Ich denke darüber nach und da ist noch eine Verstrickung und da ist etwas nicht normal und da gefällt es mir nicht und da, also dieses Verstreute überall, dass man durch Denken immer wieder ins Unklare auch reinbringt. Das kannst du hier hinter dir lassen, denn das Glück liegt vor deiner Nase, näher als du denkst. Das ist nicht zu suchen hier, ne? Das liegt schon da. Hier geht es ein bisschen darum, dass du Hindernisse überwunden hast, die dir jetzt noch so ein bisschen nachhaften. Das kann ein Verlust sein. Es kann ein Gefühl sein, das Unsicherheit mitbringt. Es kann an sich eine schicksalshafte Situation sein, die mit Verlust jeglicher Art zu tun hat, die dich schon sehr beschäftigt hat, vor allem in den Gedanken. Es wird ruhiger. Die Maus liegt hier im Hause der Vögel drin. Hier beruhigt sich eine Energie, hier klärt sich etwas auf.
Wir haben die Sterne im Haus der Ruten, also da, wo es Konflikte gibt, die du mit dir, deinem Umfeld, vielleicht auch mit dem Arbeitsbereich hast oder mit den Themen, an denen du arbeitest. Da wird die Energie ruhiger. Das Schicksal dreht sich ein bisschen so, dass die Dinge wieder in Bewegung kommen und damit unter einem guten Stern stehen, weil du merkst auf deiner Reise, dass das Glück, das du suchst, schon vor deinen Füßen liegt. Was hier auch zu sehen ist, ist irgendwie, dass du vielleicht das Thema Vertrauen mit auf diese Legung bringst oder in diesen Brief von deinem Leben. Wir haben hier um das Thema Vertrauen, Vertrauensbrüche, Loyalität verschiedene Personen drumherum, die es dann tatsächlich auch geschafft haben, dich immer ein bisschen wieder mit in ihr Drama zu nehmen oder dir auch wieder eine Verstrickung mitzugeben, die dir eigentlich nicht gehört. Und du kannst diese annehmen oder du kannst auch sagen, dieser Schuh, der passt mir nicht. Diese zwei Szenarien gibt es. Also lass dich nicht hindern von anderen, am Glück deines Lebens auch vorbeizuschrammen, sozusagen. Und sei dir hier selber dein Hafen. Mach das alles nicht so sehr von den anderen abhängig. Ich weiß, das ist schwer, aber das ist nur so lange schwer, bis man völlig zu sich steht und es hat auch mit Egoismus nichts zu tun, sondern mit Selbstliebe. Für sich selber einstehen, für sein eigenes Glück zu sorgen. Dafür kann man am Ende niemanden verantwortlich machen. Ich sage es hier nochmal, das Leben sagt dir hier, suche nicht irgendwo was Großes, das Glück liegt näher, als du denkst, vor deinen Augen. Das Schicksal ermöglicht uns hier eine Veränderung, die uns auf langfristige Art hier das Geschenk mitliefert. Ne? Du kriegst ja auch eine Belohnung für das, was du schon getan hast, also da, wo du sehr viel investiert hast. Oder aber es dreht sich hier etwas in einem partnerschaftlichen Bereich, wo du sagen kannst, okay, das lasse ich so stehen, das mache ich nicht mehr zu meinem Thema. Und man sieht ja auch, dass die Personen sich den Rücken zudrehen. Jeder guckt ein bisschen in seine Richtung. Mancher macht den Umbruch, die anderen folgen ihren Sehnsüchten und es darf auch alles so sein. Ne? Das Leben sagt dir, sei ehrlich zu dir selber. Wo verläufst du dich in eine Richtung, wo du viel Energie in etwas investierst, immer wieder, das dir nichts gibt? Oder das dich auch auf eine falsche Richtung bringt, nämlich immer dieses Suchen bei allen anderen und im großen Ganzen und so weiter. Für viele Dinge gibt es keine Antwort und ich glaube, hier muss man sich eingestehen, ja, in welchen Hafen man einfährt, ne? Von außen gesehen bringt dir das Leben hier Möglichkeiten, mit in eine andere Bewegung zu gehen, dir ein neues Kapitel zu öffnen und trotz allem dir auch diese Türen zu öffnen, die weißt du schon, die kennst du, aber es mag sein, dass es dir nicht reicht. Es geht hier viel auch um finanzielle Themen, um das Versorgtsein, um Entscheidungen, die man trifft, wo man vielleicht auch denkt, ich kann das jetzt nicht so machen, weil mir das Geld fehlt. Ich kann das jetzt nicht so machen, weil dann die anderen das Geld nicht haben, das ich brauche, gerade wenn du auch in einem Familienverbund lebst. Aber hier darf man schon auch mal von dem, was man hat, für sich selbst investieren. Und sich für sich und seinen Wert auch entscheiden. Ich habe hier, und das finde ich sehr skurril und zugleich auch, liegt hier praktisch die Lösung drin. Wir haben hier im Hause unseres Herzens den Klee drin. Das heißt praktisch, irgendwie sind wir immer nur kurz glücklich.
das Glück ist so an der Oberfläche dran, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder hoch. Und wenn ich jetzt ins Haus des Glücks gucke, das haben wir hier, liegt genau hier der Schlüssel drin, also der Drehmoment. Dieses Ding, wo du dir sagst, okay, ich suche am falschen Platz nach meinem Glück. Ich erkenne unter Umständen gar nicht, dass mein Glück schon vor meinen Füßen liegt und ich daraus ein großes Geschenk empfangen kann oder auch ja, was Neues daraus kreieren kann, mir eine neue Tür öffnen. Es kann ja auch im partnerschaftlichen Bereich sein, dass du denkst, ja, mein Gegenüber macht mich immer nur kurz glücklich und genau darum geht es. Dann machst du dich von den Taten oder den Emotionen deines Gegenübers irgendwo abhängig und lass dich mit umschmeißen und das braucht hier eine Kurskorrektur. Hier habe ich so etwas, was aufbluppt, sagt dir dein Leben. Eine Sache, wo du vielleicht lange damit im Verborgenen, du und das Thema im Verborgenen. Das ist etwas, das hast du nicht ausgedrückt, das hast du niemals gesagt, vielleicht auch nicht eingefordert, aber es schlummert hier in dir drin und es macht Stagnation oder bringt Zähigkeit mit. Und genau hier liegt jetzt auch in dieser Reihe dieser Schlüssel, der dir Veränderung bringen würde, würdest du es artikulieren oder nach außen leben. Wir haben hier im Haus der Ringe den Sarg drin. Hier darf auch Altes gehen, hier dürfen Verhaltensmuster, verstrickte Situationen nicht genährt werden. Ich habe das hier, das hast du schon hinter dir gelassen, das ist dir auch bekannt. Und doch gibt es noch irgendwas, was dir unterschwellig so in deinem Herzen zeigt, ich bin nicht wirklich glücklich und genau das möchte transformiert werden. Nun gut, das ist jetzt eine sehr klare Sache. Hier haben wir uns mit den Beziehungsthemen gespiegelt, vielleicht auch mit den Kreisläufen im Leben, mit dem Alltag, mit dem, was immer kommt, bei dem, wo man viel kommuniziert, wo man vielleicht sich auch im Kreis dreht beim Kommunizieren. Und es geht darum, das Thema nicht zu nähren, sondern voranzuschreiten. Einen Neubeginn zu wagen, der für Harmonie sorgt. Die Wege liegen in unserem Haus, ne? Wir sind hier nicht in diesem Brief vom Leben davon abhängig, was machen die anderen, sondern hier stehen wir für uns ein. Wir treffen eine Entscheidung oder mehrere. Wir nutzen Optionen. Wir haben Möglichkeiten hier, die uns neu auf den Weg kommen, die uns im Kleineren einen Wandel bringen. Aber man muss dafür einstehen. Guckt mal, hier habe ich sehr schön in dieser Reihe, in der Diagonalen, die Wege, die Sonne, die Sterne und dann kommen wir hier wieder bei dem Schlüssel raus, der uns Gelingen verspricht. Und das Öffnen neuen Türen steht hier unter dem Einfluss deiner persönlichen Entscheidung zu den Dingen. Hier ist es möglich, dass sich im partnerschaftlichen Bereich sowas anzeigt. Ja, das braucht einen Dreh, eine andere Richtung. Da im Hause des Gegenübers liegt die Sense drin. Das Gegenüber guckt hier aus dem Kartenblatt hinaus. Das kann hier sehr gut sein, dass hier auch seine eigenen Schnitte gemacht wird beim Gegenüber und dass das dich nicht mitnehmen kann, denn du darfst deinen Weg auch weitergehen in Erfüllung. Allerdings sehe ich hier, dass das Leben uns zeigt, dass wir bereit sind, den anderen seine Schnitte machen zu lassen, ohne dass es uns mit umwirft. Ne? Hier ist Selbstverantwortung ein sehr großes Thema. Nicht auf Chancen zu verzichten, die einen selber stabilisieren, wäre so eine Aussage. Ja, der Brief hier sagt dir, das finde ich jetzt sehr schön, es gibt hier Mauern um dich herum,
irgendwas hast du zugeschlossen, das dein Weiterkommen hindert. Jetzt liegen wir im Haus des Schiffes, wir spiegeln mit dem Schiff und das Schiff an sich liegt noch im Hause der Sicherheit drin. Besser kann es gar nicht sein, denn hier können wir Mauern sprengen, hier können wir irgendwie auch aus einer Situation rausgehen, wo wir denken, ich bin getrennt von allem. Wenn ich was sage, habe ich einen Konflikt, der mich trennt. Hier darfst du deine eigenen Entscheidungen treffen, für dein eigenes Glück sorgen. Und ich sehe hier auch so Wandlungsprozesse auf der Herzebene, die, ja, wie soll ich sagen, die liegen hier unter großer Fruchtbarkeit. Und die beenden hier toxische Sachen oder ungesunde Sachen oder Verstrickungen. Das ist so das letzte Bröckelchen, das da noch fehlt. Wenn wir hier gucken, hat die Hauptperson Dame schon ganz viel hinter sich gelassen. Wir korrespondieren hier auch mit einem Neubeginn in allem Verbindlichen. Und wir haben das Berufliche so ein bisschen auch als Thema. Dieses kreiere dir deine Dinge, wie sieht man dich, wie nimmt man dich wahr. Hier liegen auch Nachrichten über das Thema Geld, die es vielleicht zu klären gibt. Es gibt finanzielle Entscheidungen zu treffen, das machst du aber für dich selbst. Ne? Ich sehe das hier nicht als partnerschaftliche Angelegenheit. Hier geht es um das, was du für dich entscheidest, im Außen, im Beruf zu tun. Und hier dein Umfeld und dein Alltagsglück zu wahren. Ein sehr schöner Brief. Also lass dich von Unklarheiten, die andere haben, nicht in deinem Frieden stören. Gehe schön deinen Weg weiter. Triff Entscheidungen, die dir zur Stabilität verhelfen. Fokussiere dich nicht immer nur auf die Unklarheit in deinem Leben, sondern lass sie so stehen. Denn beim vielen Denken verstrickt man sich oft immer weiter. Es geht ja auch darum, mal was zu tun, einen Weg zu gehen, eine Entscheidung zu treffen, eine Energie einzufangen, die uns selbst hilft. Okay, wir haben hier den Grünfink aus dem Gesang der Vögel und er sagt uns, ich fliege in dein Leben und bringe dir Sicherheit, Schutz und Fülle. Gestalte dein Leben sicherer mit deiner eigenen Kraft. Die Fülle des Universums steht für dich bereit. Passender kann es eigentlich nicht sein für diesen Brief von deinem Leben. Ihr Lieben, ich drücke euch, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald.